Am Samstagmorgen wacht Anna auf und denkt, heute muss ich unbedingt einkaufen gehen. Sie beschließt, in den Supermarkt zu gehen. Ihr Plan ist eigentlich ganz einfach. Nur das Nötigste kaufen: Brot, Milch und etwas Gemüse. Bevor sie das Haus verlässt, schreibt sie schnell einen Einkaufszettel. Aber wie das so oft passiert, sie legt den Zettel in die Küche und nimmt ihn nicht mit. Kennt ihr das auch? Man macht sich eine Liste und genau diese Liste bleibt dann auf dem Tisch liegen. Im Supermarkt denkt Anna zuerst, ach, das ist kein Problem, das kann ich mir auch merken. Doch dann passiert etwas Typisches. Die vielen bunten Regale, die Sonderangebote, die Werbung überall, all das macht sie abgelenkt. Anstatt Brot legt sie Croissants in ihren Einkaufswagen. Anstatt Milch nimmt sie Joghurt. Und beim Gemüse entscheidet sie sich nicht für Karotten oder Gurken, sondern für exotische Mangos, die eigentlich gar nicht auf ihrer Liste standen. Zu Hause angekommen, packt Anna ihre Einkäufe aus. Sie freut sich über die Croissants, den Joghurt und die Mangos. Aber dann fällt es ihr auf. Das Wichtigste fehlt. Kein Brot, keine Milch, kein Gemüse. Genau die 3 Dinge, die sie sich am Anfang vorgenommen hatte zu kaufen. Anna seufzt, schaut ihre Einkäufe an und muss schließlich lachen. Sie sagt zu sich selbst, na gut, nächstes Mal nehme ich wirklich den Einkaufszettel mit. Und jetzt seid ihr dran. Passiert euch das auch manchmal? Vergesst ihr auch euren Einkaufszettel? Oder kauft Dinge, die ihr eigentlich gar nicht braucht? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Beschließen. Eine feste Entscheidung treffen. Zum Beispiel, wir haben beschlossen, im Sommer nach Italien zu fahren. Sich vornehmen. Planen, etwas Bestimmtes zu tun. Zum Beispiel, sie hat sich vorgenommen, mehr Sport zu machen. Merken. Bemerken. Sich bewusst werden. Zum Beispiel, er hat sofort gemerkt, dass er den Schlüssel vergessen hat. Abgelenkt. Nicht konzentriert, weil die Aufmerksamkeit woanders ist. Zum Beispiel, das Kind war beim Lernen ständig abgelenkt. Exotisch. Ungewöhnlich. Fremd. Nicht aus dem eigenen Land stammend. Zum Beispiel, im Urlaub probierten sie viele exotische Früchte. Seufzen. Hörbar ausatmen, meist aus Müdigkeit oder Enttäuschung. Zum Beispiel, er seufzte, weil der Zug wieder Verspätung hatte. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden
und abonniert meinen Kanal, damit ihr kein neues Video verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!